Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Beim letzten Mal ist hier eine riesige Domäne erschienen, hat unsere Seraphim weggemacht und erwartet uns jetzt wahrscheinlich in dieser Halle. Alter Schwede, das ist Marosa. Alle sind versteinert worden. Und da vorne, ich erwarte ja fast, dass das die Dings ist. Die Kardinälin. Kardinälin müsste das sein. So. Da vorne steht sie. Going home already, Shepherd? Huh? I am Cardinal Fortin. Ja, war klar. Roland's. This domain, is it yours? Ah, so you can still move. Why don't you lend me your powers? For the sake of the people, of course. Niemals. They asked me the same thing in Highland. I hardly think myself the equal of a Philistine like Bartlow. Sounds like something a Philistine would say. Charming, but sticks and stones and so on, young lady. Wer eingebildet die klingt, ey. Ooh, she's good. I have but one wish. To see my empire overcome this tumultuous era of chaos. A task only possible if the people are united. But Roland's is far too expansive to unify the people through mere patriotism alone. Shepherd, do you know exactly what it is that the state has used for eons to keep an entire country in line? Is it faith? Yes, faith. It is the belief in their own salvation that inspires in people the greatest sense of unity when they band together against outsiders who share different values. Meaning that my church itself should serve as the cornerstone for all of Roland's. Ihre Kirche. Maybe in your mind. It is but the vision of one who would guide the people. Da wird sie gleich zu so einer Schlange oder The so. name and power of the Shepherd, more people than ever can be brought to salvation. Then you should cooperate with the Knights. Wouldn't that really be what's best for everyone? I would welcome their efforts if they would simply bend to my will and do as I command. Even if they are a pack of loutish meatheads who can't figure out that their Pope abandoned them. Der ist bestimmt auch versteinert worden oder so. Wundern wird's mich nicht. The Pope just ran away? You didn't have him locked up? I am not a street thug, child. The Pope, Macedra, I should say, left of his own accord. Abandoning his duty to both the Empire and his followers. What, pray tell, would you call such a man? Der hätte doch bestimmt Gründe dazu, Pretty oder? irresponsible, if what you're saying is true. Irresponsible is one word, and still there are so many fools out there who trust in such a coward. The Knights, for example. In order to bring the people together, we must find Macedra and give him his due punishment. Punishment? Yes, the same punishment that befell those uncivil enough to mistrust me. Then we have a problem. We need the Pope to tell us the meaning of the inscription. Why? Cooperate with me and it won't be necessary. I need to know. No matter what. Warum sollten wir der trauen? Die hat voll die böse Aura, ey. Domäne. I see. That's very unfortunate. So then you mean to say... What the? My body! that you reject my vision! Sorey! Hä? Wie sind die da durchgekommen? Let's go! We're leaving. Hä?
What? They broke through my domain and connected with the Seraphim, if only just for a moment. Oh, will I relish this. Diese Kackfrau, ey. Wie übel die ist, ne? Krass. So, Spektralmantel. Drücke links, um den Spektralmantel zu wirken und unsichtbar zu sein. Du kannst dich an Hindernissen vorbeischleichen, die durch Sehkraft Bewegungen erspüren und unerkannt an Feinden vorbeihuschen, die dich mit ihrer Sehkraft finden. Wenn du wasserempfindliche Feinde triffst, kannst du dir einen Kampfvorteil verschaffen. What the hell was that? It's called the Spectral Cloak. You've been practicing in secret, haven't you? That was sweet. We'll talk later. We've got to flee to the night. Okay, wir gehen einmal zum Ritterturm. Ich probiere den mal aus. Flup. Das ist ja geil. Das kann natürlich nicht laufen, ne? Sorey, look carefully at the ground. Flup. Das ist ja cool. Da hat er uns gerade gerettet. Ich frage mich allerdings, warum die auf einmal die Domänen durchbrechen konnten. Das hat mich ein bisschen gewundert gerade. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Turm, berichten über die Ereignisse und dann müssen wir natürlich den Papst finden. Got a dash. You go on ahead. Okay. The Pope fled of his own volition? I'm sorry I couldn't get more details. We were sort of running for our lives. No, that is more than enough. I'm just relieved that you weren't captured. Thanks for saving us back there. It's the least I could do. Seraph Mikleo, my humble admiration for your bravery. It's nothing, really. It is nothing. All you did was blind her temporarily. We have to do something about her domain. Those powers might help. Let's get the Pope to decipher that inscription. That'll be tough if we don't know where he is. The Knights have been hunting him for a year now with no success. Yeah, but they were assuming the whole time that the Cardinal was behind the disappearance. Guess what? I think I know where Popadope might be. Papst, die Papst. You do? The village of Gadadin on the southern part of the continent. We won't know for sure until we check it out, of course. How did you get that information? Well, let's just call it an industry secret. You know how it is. Of course. I should have expected no less from the wife of the shepherd. Let us send a search team to Gadadin. Die Ehefrau des Hirten. Geil. Hold on a minute. The Cardinal already expects that our side will be searching for the Pope. A highly visible squadron of knights would essentially be a bright pink arrow pointed straight at him. However, We can operate covertly in small numbers. Let us handle Gadadin. But that's far too much to ask. Ach, wir haben eh nichts zu tun. Captain, we got this. What is it they say? Pope springs eternal? Abandon Pope! All ye who, don't go to Gadadin. Okay, settle down. My thanks, gentle shepherd. Actually, as for what you can do in return, do you suppose we could get a pass to Roland's? I might be mistaken for an ally of the Highland Army otherwise. I have seen for myself the quality of your character. I shall prepare it immediately. Sehr gut. Thank you. That's a load off my mind. There is something I would like to impart to you as well. Would you please step outside for a moment? In den Regen? Och man. Will nicht in den Regen. Na gut. Dann gehen wir mal zu ihm raus, ne? Wenn er schon so nett fragt. Do you remember the art I used when we fought against one another? That is the Lion's Howl, an art passed down through our band of knights. I and my younger brother Boris are the only ones alive who know it. But now I pass it to you as well.
Wilt thou accept? Yes. Yes. Wähle im Artis-Menü Löwengeheul aus und entfessle es. Artis. Blitzgewitter. Löwengeheul, da. Yes, easy. Well, you're a fast learner. I must apologize that this feeble art is all an oaf like me may offer you. Alter, ist doch voll gut. Don't say that. It's incredible. Thank you so much, Captain Sergei. You and I stand as equals. You may call me Sergei. Then you may call me Sorey. Finde ich nicht ein bisschen höher gestellt als er? Naja, egal. I'm loath to believe the Pope just abandoned his post on us. But I also sense that there may be another side to this unfortunate story. I understand. We'll find the Pope and come back with the truth. Hand drauf. Godspeed. So, dann wollen wir uns mal auf die Suche nach dem Papst machen. Wobei ich nicht verstanden habe, warum wir uns splitten müssen. Rose, was it the scattered bones who found the information on the Pope? Maybe. Seeing where the church's money was going gave us a little hint. That's what I thought. You guys sure don't operate in the same way that the Knights do. Of course not. An Assassin's Guild can't function without proper intel. Assassins. Right. Here is your pass, Sorey. Yeah. Thank you. Our travel should be much easier now. I wish it were so, but we've received word that Byroclef Ridge, which leads to Gadadin, has been blocked by rock slides. We could have been on the ridge right now. If only we'd been a little bolder. Rose! My punchline! What's the plan? You'll have to go through Cambria Caverns, south of the Meadow of Triumph. An underground passage, huh? No problem. That's Moriamin. your thing, isn't it? You bet it is. So, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal zurück auf den Weg zu den Wiesen des Triumphes machen. Und dann halt in diese Untergrundpassage. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Und es wurde ja tatsächlich auch mal als kleine Nebengeschichte, es wurde auch Tales of Berseria angekündigt. Also das neue Tales-Spiel. Das werde ich natürlich auch wieder spielen, das sage ich euch jetzt schon. Und da spielt man wohl das erste Mal in der Tales-Reihe als Hauptcharakter eine Frau. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Aber erstmal werden wir das hier noch spielen. Und das Witzige an... warte mal, da oben steht einer. A Hellion! Is it one of the Cardinal's guards? Sorey, we have to trick the guard into thinking we're not here somehow. Ach so. Would it kill you to use that head of yours? Sheesh. Sheesh, das hätte Nadine sein können. Und auf jeden Fall spielt Tales of Berseria... Oh. You don't learn, do you? Bis wo kann ich denn vorgehen, ohne dass das mitkriegt? Spielt Tales of Berseria in derselben Welt wie Tales of Zestiria. Nur entweder ganz viel später oder ganz viel früher, das weiß ich gar nicht mehr genau. Auch er kriegt ja auch nicht mit, wenn die Tür so von alleine aufgeht, ne? Made it. Think we lost the Cardinal with that? Glaube ich nicht. Ich glaube, die verfolgt uns immer noch. Und ich glaube auch, dass es noch zum Showdown kommen wird. Aber es wird eine Weile dauern, nehme ich mal an. Wir müssen jetzt erstmal zurück zu den Feldern des Sieges. Und es gibt ja auch, was ich nicht verstehe, es gibt hier viele Dungeons. Also jetzt mal, wenn man mal auf die Map guckt. Es gibt hier da zum Beispiel, wobei das ein neuer Abschnitt ist, da auch. Da sind 2 Dungeons. Es gibt hier halt mehrere Dungeons,
Wo ich nicht weiß, ob die zur Hauptstory gehören oder ob man da einfach reingehen kann. Wahrscheinlich kann man da sogar einfach reingehen. So, gucken wir mal kurz ans Schild. Pendragon, große Camelot-Brücke, Wiese des Triumphes, Lastenbell. Da sind wir hergekommen. Aber wir müssen erstmal auf die Wiese des Triumphes, denn da ist wohl der Weg dahin zu dem Untergrundding. Und die ganzen Felder, aber es arbeitet niemand in den Feldern, ne? Es sind überall nur Hellions am Start. Ich frage mich sowieso, wie das alles wachsen kann, wenn es so durch Dauer regnet. Ist ja nicht gut für den Boden, oder? Das sieht aus wie so ein Arbeiter, aber ich glaube, das ist eher ein Gegner, ja. Laufen jetzt einfach an den vorbei. Eiskalt lassen wir die einfach stehen. Und in den Feldern des Triumphes sollte das Wetter wieder besser sein, theoretisch. Hier sollte es aufgehört haben zu regnen. Ja. So Richtung Süden haben die gesagt, ne? Da also. Ja, dann gehen wir einfach mal nach Süden. An dieses Horn da lang. Ich frage mich halt, was das ist. Das würde mich auch mal interessieren, was das darstellen soll. Sieht aus wie so ein Turm, ne? Der einfach weggeknickt ist. Da oben ist auch eine Truhe, wo ich nicht rankomme. Ach ja, das Spiel ist schon cool. Und ich glaube, ich werde wirklich demnächst mal leveln, einfach so abseits des Let's Plays. Weil das, die Kämpfe sind, also man muss halt sagen, die Kämpfe sind jetzt nicht das, was das Spiel ausmacht, so, ne? Die sind halt nicht sonderlich spannend. Von daher kann man die auch guten Gewissens weglassen, einfach. Oh, guck mal, da sind irgendwelche Tiere oben drauf. Da gibt es bestimmt eine Erinnerung. Ich werde jetzt hier nochmal rumlaufen, um mir die Truhe noch zu schnappen. Ach nee, warte mal. Was ist das denn da vorne? Hey, wie sehen die denn aus? What's that? Hallo? Oh. Das wollte ich jetzt nicht. It's an ancient bird hellion with scales like a dragon's. So, den machen wir schnell weg. Let's go. Ah, stimmt, die haben einen gegrillt. So ein Ding war tatsächlich der Endgegner in diesem Dungeon, von dem ich euch erzählt hatte. In dieser Arena oder was das sein sollte. Das Krasse daran war aber eigentlich, dass ich da tatsächlich alleine kämpfen musste. Also nur mit Sorey. Und Löwenbrüllen. Na los, komm, jetzt ist er weg. Und jetzt. So, you think I could use that weapon? Don't even try it. You'll just... Du wirst dich nur verletzen, oh mein Gott. So, okay. Hier sind irgendwelche Soldaten. Sergei hat mir die Situation geschildert. Der Eingang zu den Cambria-Höhlen liegt geradeaus. Er ist ziemlich klein, aber wenn man erst drin ist, wird die Höhle größer. Also nicht verlaufen. Das heißt, wir sind hier richtig. Ja, perfekt. Dann würde ich sogar sagen, werden wir jetzt, bevor wir in die Höhle gehen, aufhören mit der Folge. Das passt ganz gut, so als Abschluss, würde ich sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch wie immer gern einen Daumen nach oben und dann schaut hoffentlich bei der nächsten Folge wieder rein. Ich würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!